Herr Professor John, Sie sind der diesjährige Kongresspräsident der Dermalpin in Salzburg. Was ist für Sie das Besondere an diesem Kongress? Ja, großes Vergnügen, hier auf diesem Kongress sein zu können, eben weil es gleichzeitig familiär ist, gleichzeitig international und gleichzeitig interdisziplinär. Das gibt es an sich in der Kombination so nicht. Und wenn man denkt, dass uns die Weltgesundheitsorganisation ja jetzt gerade noch eine Steilvorlage gegeben hat mit der All Skin Diseases Resolution, jetzt können wir wirklich was für Menschen mit Hauterkrankungen tun. Da ist das hier genau das richtige Forum, um sich zu überlegen, wie man zum Beispiel in Österreich, aber auch in Deutschland das Beste daraus machen kann. Deutlich machen, dass die Weltgesundheitsorganisation will, dass die Voraussetzungen für eine bessere Versorgung von Menschen mit Hauterkrankungen geschaffen werden, aber natürlich auch für die Prävention von Hauterkrankungen. Sie halten ja mehrere Vorträge, unter anderem zum Thema EIS, elektronische Impedanzspektroskopie. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, in der Tat, also der Begriff ist komplex, elektronische Impedanzspektroskopie. Es geht eben darum, dass man den Hautwiderstand misst in unterschiedlichen Tiefen der Haut und auf die Weise sehr elegant in der Lage ist, Veränderungen in den obersten Schichten der Haut bis 2,5 mm festzustellen. Und das bedeutet, dass man zum einen mit einer bemerkenswerten Akkuratesse unterscheiden kann zwischen bösartigen und gutartigen Hauttumoren mit einer Spezifität von 97%, was bemerkenswert ist. Was heißt also, wenn dieses System der Meinung ist, es ist nichts Bösartiges, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass man etwas übersehen hat. Das ist das eine. Und zum anderen ist dieses System aber auch in der Lage, etwas zu Veränderungen in der Hautbarrierefunktion zu erfassen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eine Multicenter-Studie zu machen und dafür zu sorgen, dass man dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass man also ein Messgerät hat, mit dem man sowohl etwas über die Dignität von Veränderungen in der Haut in Bezug auf mögliche bösartige Tumoren aussagen kann, als auch zum Beispiel dazu, in welchem Zustand sich die Hautbarriere befindet und natürlich auch auf diese Weise beurteilen kann, ob eine Therapie anschlägt oder nicht und ob jemand zum Beispiel auch schon wieder arbeitsfähig ist. Also auch für berufsdermatologische Aspekte ist es wichtig zu wissen, ob eine Hautbarriere wirklich intakt ist. Die Haut kann normal aussehen, kann funktionell aussehen, aber unter Umständen ist nach einer Schädigung noch gar nicht wieder die volle Reparatur der Hautbarriere erreicht. Mit diesem Gerät würde man das unterscheiden können. Und natürlich auch die Frage, wie sieht es aus, können wir atopische Haut von Menschen mit gesunder Haut unterscheiden, in dem Moment, wo auch der Patient, der zu einer atopischen Dermatitis neigt, gerade keine Läsionen hat. Das wäre natürlich eine sehr interessante Fragestellung und genau der könnte man mit diesem Gerät nachgehen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn schon neue Anwendungsdaten, die Sie hier präsentieren auf der Dermalpin? Ja, also es gibt eine ganze Reihe von experimentellen Studien, die zeigen, was diese Methode kann. Und man muss jetzt noch dafür sorgen, dass man das eben halt zu einem Gerät weiterentwickelt, was als Routine-Messmethode geeignet ist. Und nachdem die experimentellen Untersuchungen dermaßen vielversprechend sind, habe ich keinen Zweifel, dass auch in der Multicenter-Studie, die wir jetzt gerade vorbereiten, wir zu entsprechenden Ergebnissen kommen und man eben halt dieses Gerät dann multifunktional nutzen kann. Dann sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse der Studie.